Drosophila melanogaster. Das ist die gemeine Fruchtfliege. Und gemein ist sie tatsächlich, nämlich bei uns in den Küchen. Aber wir lernen viel von ihr. In der Genetik ist sie mindestens ein Popstar und sie ist auch rechts und links in der Biologie das Lieblingstier vieler Forscher. Warum das auch für Neurowissenschaftler gilt, das erfragen wir heute an der Universität Göttingen bei Professor André Fiala, dem Sprecher der Forschergruppe 2705. Und hier geht es um Entschlüsselung eines Gehirnschaltkreises, Struktur, Plastizität und Verschaltung des Pilzkörpers von Drosophila. Herr Fiala, an Sie als Sprecher vielleicht mal die ganz grundsätzliche Frage. Warum Drosophila? Also wenn wir so auf den evolutionären Zeitstrahl gucken, dann, naja, ist unser letzter gemeinsamer Vorfahr so ungefähr 500 Millionen Jahre alt. Also, was kann uns die Fliegenforschung sagen? Der letzte gemeinsame Vorfahre zwischen den Arthropoden und den Säugetieren liegt so lange zurück. Aber Nervensysteme wurden tatsächlich früher erfunden, sodass das molekulare Equipment von Nervenzellen doch relativ ähnlich ist zwischen Insekten und uns Menschen. Und tatsächlich findet man nicht nur auf molekularer Ebene Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen Insekten und Säugetieren wie uns Menschen, sondern selbst in der Art der Verschaltung. Insekten haben offensichtlich ähnliche Prinzipien gefunden, wie sie Sinnesreize kodieren können, Sinnesreize bewerten können und wie sie lernen können. Das heißt also, wir sind nicht nur auf der Zellebene gar nicht so weit auseinander, sondern auch auf der molekularen Ebene. Ja, richtig. Als ein Beispiel, in unserem Gehirn zum Beispiel wird Belohnungsinformation über einen Transmitter namens Dopamin vermittelt. Bei Fruchtfliegen ist das ganz genauso der Fall. Auch hier wird Belohnungsinformation über die Ausschüttung von Dopamin vermittelt. Ihr persönliches Thema hier an der Uni ist die molekulare Neurobiologie des Verhaltens. Wie verhält sich denn so eine Drosophila? Vor ungefähr 50 Jahren dachte man noch, Insekten sind instinktgetriebene Roboter, die sozusagen Reaktionsreflexe ausüben. Man sprach auch gar nicht von einem Insektengehirn, sondern von Kopfganglien. Später hat man festgestellt, natürlich sind das Gehirne, eine Zusammenballung von Nervenzellen in der Kopfregion, wo die Sinnesorgane sozusagen die Informationen ins Nervensystem einfüttern. Und je mehr man geforscht hat, desto erstaunlicher war es, wie viel die Insekten doch tatsächlich können. Also ich habe eine zirkadiane Rhythmik, die Prinzipien der zirkadianen Rhythmik wurden an Insekten hauptsächlich erforscht. Insekten können lernen natürlich und die Prinzipien, wie Insekten lernen, sind auch ganz ähnlich den Prinzipien, die man bei Säugetieren gefunden hat. Und das ist ja auch kein Wunder, denn die zellulären und molekularen Mechanismen sind ja auch konserviert und ganz ähnlich. Also Insekten haben adaptives Verhalten, können ihre inneren Zustände und externe Reize miteinander vergleichen und ihr Verhalten durch Lernen anpassen. Frau Wittmann, macht es jetzt Sinn, da jetzt tiefer reinzugehen, von wegen, also ich denke an Fortpflanzung, Balz, Kampf, Gesänge, irgendwie sowas. Können Sie dazu was sagen? Also generell kann Drosophila meiner Meinung nach sehr viel und man kann auch das Verhalten auch Parallelen ziehen zu Säugetieren. Ja. Zum Beispiel, die haben eine ganz spezifische Abfolge im Balzverhalten, was man sehen kann. Sie haben auch eine spezifische Abfolge, was angeht, wenn Sie jetzt neue Informationen abspeichern wollen oder neue Informationen lernen und dann als Gedächtnis abspeichern. Und vor allem, was mich vor allem interessiert ist, ich forsche nicht an den Fliegen, sondern an Larven. Und normalerweise würde man ja denken, dass Larven, man findet die eigentlich immer im Futter und man würde eigentlich denken, dass die gar kein Verhalten haben, außer fressen. Habe ich am Anfang auch gedacht, als ich damit angefangen habe. Aber was man dann doch feststellen kann, dass Larven ein sehr komplexes Verhalten haben. Zum Beispiel, wenn es zu heiß ist im Apfel, dann verlassen sie diesen Apfel oder die Futterquelle, damit sie sich abkühlen können. Oder wenn sie zum Beispiel einen Fressfeind von oben sich nähert, dann gehen sie tiefer in den Apfel oder in andere Futterquellen. Und was mich dann am meisten interessiert,
wie werden diese Lernvorgänge, was sie neu lernen, im Gedächtnis abgespeichert. Und vor allem fokussiere ich mich hier auf das Langzeitgedächtnisbildung und welche Faktoren sozusagen das Langzeitgedächtnis beeinflussen. Und das ist sehr überraschend, weil man eigentlich denkt, dass eine Larve, die eigentlich nur einen 6-Tages-Zyklus haben, bevor sie dann Metamorphose machen und dann ins Adulttierstadium übergehen, dass die eigentlich trotzdem in der Lage sind, verschiedene Gedächtnisse zu bilden. Und verschiedene Gedächtnisse? Ja, die haben Kurzzeitgedächtnisse, was man innerhalb gleich abrufen kann. Sie können aber auch Informationen über einen sehr langen Zeitraum abspeichern. Was jetzt im Larvenleben vielleicht ein Tag ist, weil sie nach 6 Tagen natürlich sich verpuppen wollen. Oder je nachdem, wie die Temperatur ist, kann auch mal länger oder kürzer sein, dass sie sich eigentlich verpuppen wollen und eigentlich in ihre Fortpflanzungsphase übergehen. Aber selbst Larven haben die Fähigkeit, Langzeitgedächtnis zu bilden. Ich hänge noch an dem Fressfeind. Also wir haben da ein Viech, das ist 2 Tage alt und bringt sich in Sicherheit, wenn ein Fressfeind kommt. Ja, zum Beispiel Wespen können Eier in Drosophila-Larven legen, wo sich dann das Tier entwickelt innerhalb von dieser Larve, und um das zu umgehen, haben sie natürlich Countermechanismen entwickelt, um das halt zu umgehen, dass sie nicht sterben. Und das ist dann sozusagen ein Verhalten, wo sie entweder aus dem Futter rausgehen können, wenn es zu warm wird, weil sonst würden sie sterben, oder wenn sie zurück wieder ins Futter gehen oder sich tiefer vergraben, dass sie halt nicht sozusagen von Fressfeinden entweder gefressen werden oder dass Wespen zum Beispiel Eier ablegen. Ja. Das ist dann sowas Genetisches, Herr Fiala, oder? Sowas lernt man nicht, weil dann ist es zu spät. So die Flucht vor dem Fressfeind. Naja, also fast jede Verhaltensweise kann auch plastisch angepasst werden. Also Tiere können lernen, und das können alle Tiere mit Nervensystemen, ja, auch Taufliegen, Fruchtfliegen und auch die Larven. Ja. Ihrer Forschergruppe geht es ganz besonders um den Pilzkörper im Fliegengehirn. Was macht den so besonders? Der Pilzkörper ist eine recht faszinierende Gehirnstruktur. Das ist eine Struktur, die in allen Arthropodengehirnen auftritt. Besteht aus mehreren tausend Zellen normalerweise. In Bienen ist er sehr kompliziert mit 370.000 Zellen, in Fliegen ein bisschen kleiner, vielleicht 2000 Zellen pro Hemisphäre. Und was den Pilzkörper so besonders macht, ist, dass Umweltinformationen, also Informationen, die über die Augen, die Ohren, die Antennen, also olfaktorische Informationen vom Tier wahrgenommen wird, in einem recht komplexen Muster an Nervenzellaktivität dort repräsentiert wird. Das heißt, Umweltinformation wird kodiert in der Aktivität der Zellen, die diesen Pilzkörper ausmachen. Unser Gehirn macht etwas ganz Ähnliches. Wir haben auch eine Repräsentation der Umwelt, wie sie durch unsere Sinnesorgane wahrgenommen wird, in bestimmten Regionen, Kortexregionen unseres Gehirns. Und der Pilzkörper ist sozusagen ein Äquivalent des Insektengehirnes, wie die Umwelt dort repräsentiert wird. Ein zweiter Aspekt, der den Pilzkörper besonders interessant macht, ist, dass Bewertungsinformation, zum Beispiel über den Transmitter Dopamin, ebenfalls in diesen Pilzkörper eingefüttert wird, sodass Umweltinformation nicht nur repräsentiert wird, sondern auch bewertet wird und das Tier zu einem erlernten Verhalten sozusagen animiert wird. Frau Wittmann, ich stoße immer wieder über die Canyon-Zellen. Die finde ich nirgendwo sonst in irgendwelchen anderen Gehirnen. Liegt es an mir oder gibt es die nur bei Insekten? Ja, die sind spezifisch sozusagen für das Insektengehirne, aber auch andere Gliederfüßer, weil Canyon-Zellen sind sozusagen die Bestandteile vom gerade erwähnten Pilzkörper. Und ich glaube, die wurden schon relativ lang entdeckt von einem gewissen Frederick Kenyon, deswegen auch Canyon-Zellen. Und der hat die zum ersten Mal beschrieben. Zwar sind sie Bestandteile vom Pilzkörper, was in jedem Insekten vorkommt. Sie unterscheiden sich, wie Herr Fiala schon erwähnt hat, in der Anzahl, wie viele Canyon-Zellen vorkommen. Das ist nicht nur artspezifisch, sondern das ist auch entwicklungsspezifisch. Zum Beispiel kommen in der Larve weniger Canyon-Zellen vor, wie zum Beispiel im Adulttier. Und was faszinierend ist, dass die Larven nur eine Canyon-Zelltypen besitzen, wohingegen die Adulttiere mehrere besitzen. Und trotzdem haben die Larven, obwohl sie weniger komplexe Verschaltung der Canyon-Zellen haben, haben sie trotzdem ein relativ komplexes Verhalten.
Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass diese Canyonzellen die spezifische Struktur von dem Pilzkörper sozusagen definieren. Sie haben Dendriten, was diese Kelchform sozusagen ausmacht, und dann laufen die Axone relativ dicht gepackt, durch einen Stiel nennt man ihn, und dann spalten sie sich auf in sogenannte Loben. Und genau das morphologische Aussehen von diesen Canyonzellen bestimmten dann sozusagen die Struktur von dem Pilzkörper. Mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, das Gehirn einer Larve ist dem Gehirn einer Fruchtfliege, also dem ausgewachsenen adulten Tier, so unähnlich dann gar nicht, ne? Nee, es sind relativ ähnlich. Sie zeigen auch Unterschiede. Das macht aber gerade aus, dass die Adulttiere 5 verschiedene Canyon-Zelltypen haben und die Larve nur einen Zelltypen, und deswegen sieht dann die Struktur ein bisschen anders aus, und dadurch, weil der Pilzkörper über die Struktur vom Pilzkörper die Canyon-Zell definiert wird, sieht natürlich der Pilzkörper ein bisschen anders aus wie der Adulttiere, aber im Endeffekt haben sie die gleiche Funktionalität und von der Struktur, dass sie sozusagen diesen Becher haben, dass die Dendriten in der Peripherie liegen, dass sie über einen Stiel nach unten geleitet werden, ist genau gleich wie im Adulttier. Also wir hatten jetzt über die Larve gesprochen und wir hatten über das adulte Tier gesprochen. Die Larve verändert sich deutlich zum adulten Tier hin. Ist es beim Gehirn auch so? Ja, das ist beim Gehirn auch so, weil die Larve bewegt sich ja nur im Futter. Das Adulttier fliegt zum Beispiel, das heißt, es bildet neue Flügel, bildet Flügel aus, bildet auch neue Sinnesmodalitäten aus. Und was dann, wenn die Larve sozusagen in ihre Metamorphose kommt oder in Verpuppungsstadium, was dann passiert ist, dass die Verbindungen zum Mushroom Body zurückgezogen werden. Der Mushroom Body an sich wird auch in einer gewissen Weise umgebaut, das heißt, viele Strukturen werden zurückgezogen, es kommen neue Canyon-Zelltypen hinzu, damit halt am Ende sozusagen der larvale Mushroom Body sozusagen zerstört wird und nach der Metamorphose der adulte Mushroom Body oder der Pilzkörper da ist. Klingt radikal. Ja, ist es auch. Also wenn man den Pilzkörper während der Metamorphose anschaut, dann sieht man richtig, wie der larvale Pilzkörper sozusagen die Verbindungen gekappt werden, der Pilzkörper zerstört wird. Man kann diese einzelnen Phasen, wenn man sich die Puppe zu bestimmten Zeitpunkten anschaut, richtig verfolgen und wie dann neue Zellen dazukommen, die einen anderen Zelltyp haben und wie dann am Ende, wenn das Adulttier geschlüpft ist, sozusagen der Adultpilzkörper sozusagen dann da ist. Welche Vorteile hat es denn, an der Fliege zu forschen? Also zunächst mal gibt es natürlich einfach eine numerische Einfachheit des Gehirnes. Unser Gehirn ist natürlich riesengroß mit vielen Milliarden Nervenzellen. Ein Fliegengehirn hat vielleicht 100.000 Nervenzellen, das sind schon Größenordnungen weniger. Und deswegen kann man Funktionen, wirklich kleinen Gehirnbereichen, auch zuordnen und man kann die Komplexität vielleicht etwas einfacher entschlüsseln. Ein zweiter Vorteil sind natürlich methodische Aspekte. Wir können die Fliege gut genetisch manipulieren, auch relativ einfach. Es gibt viele Methoden und viele genetische Werkzeuge, wie man Gehirne untersucht, wurden tatsächlich zuerst an einfachen Modellorganismen, wie zum Beispiel dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans oder der Fliege Drosophila, angewandt und erst 5 bis 10 Jahre später Mäusen. Beispiele wären das Calcium-Imaging, also die Visualisierung von Informationen in Nervenzellen über genetisch kodierte Farbstoffe oder Channel-Rhodopsin vermittelte Optogenetik. Das wurde zunächst an C. elegans eingeführt, dann an Fliegen und erst später an Mäusen. Das heißt, wenn man wissen will, was die Hirnforschung an Mäusen in 5 bis 10 Jahren tut, dann muss man sich anschauen, was die Drosophila-Forschung jetzt tut. Ein Beispiel wäre die Konnektomforschung. Wir haben zum Beispiel ein Konnektom fast des gesamten Fliegengehirnes. Alle synaptischen Verbindungen sind beschrieben und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis das für ein Mäusegehirn oder Rattengehirn oder gar ein Menschengehirn in ähnlicher Weise vorhanden sein wird. Herr Fiala, ich habe jetzt einiges gehört, was ich so wirklich nicht erwartet hätte. Wenn diese Forschergruppe mal durch ist, abgeschlossen ist, was wünschen Sie sich, was bleibt an Erkenntnissen
an Fragen, vielleicht auch an Impulsen? Also unsere Forschungsgruppe zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir Wissenschaftler integriert haben, die auf ganz verschiedenen Ebenen das Gehirn untersuchen. Zum Beispiel auf der Ebene von synaptischen Molekülen, die die Frage stellen, wie wird eigentlich eine Synapse verändert auf molekularer Ebene? Wie lernen eigentlich die Tiere und die Synapsen sich zu verändern und was in der Synapse verändert sich? Eine andere Ebene wäre zum Beispiel die Netzwerkeigenschaften. Wie werden Reize unterschiedlich kodiert, bewertet? Eine weitere Ebene wäre dann zum Beispiel das Verhalten. Wie komplex kann eigentlich das Lernverhalten sein, das eine Fliege ausübt? Und wir haben natürlich in Ternavot natürlich einen theoretischen Neurowissenschaftler dabei, der letztendlich Computermodelle erstellt, Simulationen, wie das Ganze integriert wird. Also unter dem Strich möchten wir eine Beschreibung, Charakterisierung eines Bereiches, eines Gehirnes erreichen, der diese ganzen Ebenen umfasst. Und letztendlich möchten wir eine computergestützte Modellierung dieses Gehirnbereiches erreichen. Eines ganzen Fliegengehirns? Nein, des Pilzkörpers. Dieses einen Aspektes des Gehirns, das ist kompliziert genug. Herr Gerber, wie sieht es denn mit der Verschaltung des Pilzkörpers aus? Also sagen wir mal Reiz, Marmeladenbrot, Reaktion. Im Grunde ist die Verschaltung des Pilzkörpers relativ einfach, hatte man immer gedacht. Es sieht so aus, dass die Pilzkörperzellen sensorische Eingänge bekommen aus dem Riechsystem, aus dem Schmecksystem, aus sensorischen Systemen, die mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu tun haben, einerseits. Zweitens bekommen sie Bewertungsinformationen, modulatorische Informationen darüber, ob eine Situation besonders gut oder besonders schlecht ist, also ob das belohnend oder bestrafend sein soll. Und dann gibt es natürlich Neurone, die die Informationen aus dem Pilzkörper ableiten und unmittelbar verhaltenssteuernd sein können. Das erschien lange relativ einfach und man hat gedacht, die sind auf eine ganz simple Weise miteinander verschaltet. Und dann hat sich aber herausgestellt, als man die komplette Struktur im Elektronenmikroskop rekonstruiert hat, dass man mehr als die Hälfte aller Typen von synaptischen Verbindungen übersehen hatte. Das bedeutet, es hat sich ein ungeheuer weites Feld aufgetan, wo man jetzt fragen muss, ob denn dieser Pilzkörper auch in seiner Funktion viel reichhaltiger ist, als man das bisher vermutet hatte. Bisher hat man dementsprechend auch immer den Pilzkörper funktionell einfach untersucht, mit ganz einfachen Lernaufgaben. Zum Beispiel, dass die Fliegen lernen, einen Duft mit einer Elektroschockbestrafung zu verbinden oder einen Duft mit einer Futterbelohnung zu verbinden. Man hat also den Pilzkörper für einfach strukturiert gehalten und hat auch einfache Verhaltensexperimente gemacht. Nun stellt sich heraus, der Pilzkörper ist intern viel komplizierter aufgebaut, als man das gedacht hat. Und nun sind wir alle gemeinsam dabei, zu schauen, welche anspruchsvolleren Lernaufgaben diese Tiere denn leisten können. Herr Nauert, Sie sind der Bernsteiner im Team. Das heißt, Sie bauen Nervensysteme als Computermodelle nach. Vielleicht erstmal ein grobes Bild. Worum geht es denn da? Da geht es um Eingänge, um Ausgänge, um Veränderungen, um Verschaltungen? Wir fokussieren uns zwar auf den Pilzkörper, aber wenn wir wir wollen funktionelle Modelle generieren, das heißt, wir wollen die Funktion des Pilzkörpers beschreiben, das heißt, wir müssen auch das beschreiben können, was die Experimentatoren machen, sensorische Stimulation und Verhalten. Das heißt, zunächst müssen wir was ich so die horizontale Komponente nenne, verschiedene Bereiche des Gehirns abbilden, vom zum Beispiel olfaktorischen, sensorischen Eingang bis zum Pilzkörper, von visuellen Eingang bis zum Pilzkörper, dann die komplexe Funktion des Pilzkörpers und wir müssen auch Verhalten generieren, dass man möglichst exakt so damit man Vorhersagen machen kann, die man im Experiment genauso überprüfen kann oder dass wir zunächst überhaupt mal die Experimente im Modell wiederholen können. Und die Idee ist wirklich ein funktionelles Modell. Was macht ein Gehirnmodell aus? Also Ihr Gehirn und das Fliegengehirn. Es ist parallele Verrechnung, ganz anders als in unserem Computer. Durch hochgradig vernetzte und wie wir nennen rekurrente Verschaltung, was der Herr Gerber schon genannt hat, diese ganzen Rückkopplungen, die man lange auch übersehen hat, gerade im Fliegengehirn oder im Insektengehirn. Und wie machen wir das? Einzelne Neurone und Synapsen bilden wir als biophysikalische
Einheit nach, die wir verschalten gemäß dem Konnektom, das schon erwähnt wurde. Und wir versuchen dann eben, was wir die vertikale Ebene nennen, möglichst tief in die Biologie hineinzugehen. Das heißt, die molekularen Mechanismen, gerade diesen finde ich besonders interessant, synaptischer Plastizität, welche Moleküle sind für Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Mittelzeitgedächtnis und so weiter von Relevanz, was wird präsynaptisch, was wird postsynaptisch umgebaut. Und das müssen wir dann zunächst mal heuristisch beschreiben und dann, oder wir in einem mathematischen Modell übertragen, sodass wir das im Computer simulieren können. So, und dann müssen die ganzen Bausteine zusammenpassen und wir haben aber ganz viele freie Parameter, die wir nicht kennen. Wir wissen nicht für jede einzelne Synapse, wie stark ist die excitatorisch, inhibitorisch, selbst das wissen wir nicht immer, wie stark feuern die Neurone und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viele freie Parameter, die wir dann derart, wir nennen das Fit, das Modell sozusagen anpassen an die experimentellen Vorgaben, die wir haben. Und auf der Basis dieser können wir dann wieder eigene Vorhersagen machen. Und ich denke, was wichtig ist bei dem Modellieren, ist das eine, ist wirklich dieses Zusammenführen von Forschungsergebnissen an einzelnen Synapsen im System, Forschungsergebnissen, die eher auf der psychologischen Lernebene sind und so weiter, zusammenzuführen. Und dann kann man im Modell auch Sachen machen, die man im Tier nicht machen kann. Also ich kann das Modell fliegen lassen durch eine virtuelle Umwelt. Das heißt, wir müssen auch die Sensorik simulieren, die sich auch ändert durch die Eigenbewegung, Verhalten des Tiers, und können dabei zum Beispiel uns anschauen, wie die Aktivität in den Canyon-Zellen, die sind mal genannt worden, sich verändert beim Lernen oder während der Wahrnehmung von der sensorischen Umwelt, die man im Experiment nicht so nachmachen kann. Also man kann das Insekt nicht jetzt einfach mal fliegen lassen durch eine Duftwolke, durch eine visuelle Umgebung und gleichzeitig das Gehirn ableiten im Experiment. Aber wir können es dann eben im Computer machen und Vorhersagen darüber machen, wie es sich verhält oder eben wie es sich nicht mehr richtig verhält, wenn wir einzelne Neurone im Gehirn so ein Knockout oder Knockdown machen, wie man es sonst genetisch macht. Also quasi Fehlfunktionen und Pathologien kann man damit im Prinzip auch dann vorhersagen. Also Sie hatten jetzt alle möglichen Parameter, bei denen man quasi beachten muss, also was passiert jetzt im Gehirn des Tiers. Das ist ja irrsinnig komplex und Sie bilden das im Rechner nach. Wie kontrollieren Sie die Güte des Modells? Genau, also zunächst Drosophila hat den Vorteil, dass es eben nicht so komplex ist wie der Cortex. Viele Kollegen und wir auch in unserer Arbeitsgruppe, wir arbeiten auch am Cortex zum Beispiel, im Säugetier. Aber bei der Fliege haben wir schon mal die Chance, sehr viel Informationen einzubauen. Konnektom, molekulare Mechanismen, prä-postsynaptische Mechanismen, Imaging-Daten, elektrophysiologische Daten. Wir fangen aber trotzdem in der Regel relativ einfach an, weil wir fragen auch, was sind denn die fundamental notwendigen Mechanismen für spärliche Kodierung im Gehirn, für das Lernen. Was können wir vielleicht auch weglassen oder was ist dann nur wichtig für die nächsthöhere Gedächtnisleistung. Das heißt, im Grunde machen wir so ein bisschen bottom-up. Wir schauen, was kann das Modell A und wie ist die Güte des Modells, die können wir wirklich an den Experimenten messen. Das heißt, deshalb brauchen wir insbesondere auch diese Verhaltensausgabe, um die Verhaltensexperimente nachzumachen. Oder wir können optogenetisch Stimulation im Modell, der Simulation problemlos machen. Ja, wir können jedes Neuron, das wir wollen, stimulieren im Computermodell und schauen, was passiert. Wir können auch jedes einzelne Neuron oder Neuronengruppen genetisch Knockdown machen, sozusagen, an- und ausschalten, wie wir wollen. Wir sind da mindestens so flexibel wie das Experiment. Und so tasten wir uns auch immer wieder ran. Also dann funktioniert das gut. Wir können vieles gut beschreiben. Das ist die Frage, können wir die nächste Stufe des Verhaltens oder Komplexität beschreiben? Und manchmal geht es erstaunlich gut. Wir können dann auch eine Vorhersage machen, sagen, es könnte so sein oder es könnte so funktionieren. Schaut doch mal nach. Insofern ist die Güte des Modells wird wirklich abhängig gemacht von den neurophysiologischen Messungen, den Verhaltensmessungen kombiniert mit Optogenetik oder genetischen Knockdowns oder Knockouts. Auf die Weise können wir quasi immer wieder validieren, ist das Modell gut oder schlecht.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, das ist der, dass wir dann sagen können, gehen wir mal weg von der Fliege und abstrahieren, lernen wir was für das maschinelle Lernen, für die künstliche Intelligenz. Wir können abstrahieren, sagen, wir machen mal das generische Insektengehirn, wir lassen mal alles Bienen- und Drosophila-spezifische weg und versuchen zu abstrahieren auf die Kernelemente. Das heißt, man kann dann auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen spielen. Ja? Wir können auch mal kleine Roboter, haben wir auch schon gemacht, ansteuern, die sich dann wie eine Fliege verhalten. Das heißt, wir versuchen schon auch noch ein bisschen Transfer zu machen hin zur Befruchtung von maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz. Ich denke, das gilt für einen Großteil der theoretischen Neurowissenschaftler, dass man versucht, eben auch eine Transferleistung zu bringen in Richtung Technologie und stochastische, statistische Methoden. Letztendlich ist unser Gehirn ja auch, wir rechnen ja nicht exakt, sondern wir schätzen permanent unsere Umwelt. Das heißt, wir machen insofern schon was Ähnliches als zum Beispiel tiefes Lernen oder diese Deep Neural Networks vom Prinzip. Was aber ich vielleicht den Punkt noch wirklich besonders finde am Tier und auch an der Drosophila, dann eben schön zu untersuchen, sind Entscheidungen, also Entscheidungsfindung. Das finde ich ganz zentral, eine Verhaltensentscheidung. Eben nicht, wie Herr Fiala gesagt hat, dass man früher das so Reiz-Reaktionsschemata gesehen hat, dass die Fliege so eine Art Breitenberg-Vehikel ist, das ist es halt nicht, sondern die trifft Entscheidungen. Und nach meiner Meinung wird auch im Pilzkörper Entscheidungen getroffen fürs Verhalten, also dass der Ausgang schon in Verhaltensentscheidungen auch getroffen hat. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, der sozusagen in der Neurowissenschaft über alle Spezies hinweg untersucht wird. Das heißt also, Herr Nawrot, Sie stehen quasi mit einem Bein vor dem Computer und mit dem anderen Fuß im Labor? Ja, wir sogar mit anderthalb. Wir machen auch selbst Experimente in unserem Labor. Ja, aber das ist schon richtig. Also wenn man biologisch realistisch modellieren will, ich denke, es gibt da verschiedene Stufen. Ja, es gibt auch gute Gründe dafür, sehr abstrakte Gehirnmodelle zu machen, die, ich sage mal, weit weg sind von biologischem Realismus. Unser Ziel ist es eben wirklich, die neurowissenschaftliche Forschung zu betreiben. Und ich selber habe früher viel experimentiert. Auch das hilft, weil man weiß, dass Daten dreckig sind und dass biologische Daten anders aussehen als mathematische Daten und so weiter. Insofern versuchen wir auch wirklich dieses zum Beispiel Verhaltensvarianz zwischen einzelnen Tieren, Individualität von Tieren, also auch Insekten haben eine Individualität, manche sagen auch eine Persönlichkeit, ist aber mehr ein wissenschaftlicher Begriff, also es ist eine Individualität und das versuchen wir auch nachzubilden. Wie kommt es denn zufällig zu anderen Verschaltungen im Gehirn? Warum ist ein Tier so und das andere anders? Warum haben die eigentlich Namen, so wenn man so möchte? Und insofern geben wir auch dann unseren Modellen Namen, wenn es sein muss. Und insofern, ja, Sie haben recht, man muss nah am Experiment sein. Ich glaube, das ist für diese Forschergruppe ein Stück weit auch was Besonderes, diese enge Verzahnung verschiedener experimenteller Ebenen und der theoretischen Neurowissenschaften mit dem Ziel, wirklich von molekular bis Netzwerk, Verhalten und abstrakter Funktion zusammenzuführen. Herr Gaber, jetzt haben wir die ganze Zeit von Entscheidungen und von Bewertungen gesprochen. Und Sie hatten vorhin auch von guten und schlechten Reizen gesprochen. Wie kann man denn sowas untersuchen? Man kann bei den Fliegen, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Fliegenlarven, gute und schlechte Reize zur Belohnung und Bestrafung verwenden. Also beispielsweise kann man Zucker oder Aminosäuren, also die Bestandteile von Eiweißen, als Belohnung verwenden, als Geschmacksbelohnung. Man kann auch hohe Salzkonzentrationen als eine Geschmacksbestrafung verwenden oder Bitterstoffe, die für die Fliegen genauso unangenehm sind wie für uns Menschen auch. Das ist also eine ganz reichhaltige Palette von Geschmacksbelohnungen und Geschmacksbestrafungen, die man verwenden kann. Außerdem kann man auch Elektroschocks verwenden als Strafreize, ähnlich wie man das bei Nagern auch tut. Das wird auch tatsächlich sehr viel verwandt, sowohl bei erwachsenen Fliegen als auch bei den Larven. Das sind in einem experimentellen Kontext die hauptsächlichen Belohnungs- und Strafreize, die man verwendet. Es gibt noch eine ganze Menge andere, aber das sind so die Arbeitstiere, sozusagen die Arbeitspferde in diesen Experimenten. Und Sie drehen das Ganze auch um. Sie
Sie ändern quasi Reize von gut in schlecht und schauen da auf die Lernprozesse? Ja, das ist ein Phänomen, das haben wir vielleicht etwas umständlich die Timing Dependent Valence Reversal genannt. Und das ist ein sperriger Begriff, aber es ist eine ganz einfache Sache. Also jedes Ereignis hat einen Anfang und ein Ende. Und in dem Moment, wo es sich um ein emotional starkes Ereignis handelt, also einen starken Strafreiz, sagen wir mal einen Elektroschock, sind der Beginn und das Ende von einem solchen Ereignis auch emotional ganz stark eingefärbt. Wenn ein Strafreiz einsetzt, ist das natürlich äußerst unangenehm. Und wenn er aber aufhört, in dem Moment, wo der Schmerz nachlässt, wo man es im Englischen mit dem herrlich lautmalerischen Relief bezeichnet, da ist die emotionale Färbung positiv. Und das bedeutet nun, der Anfang eines Strafreizes ist etwas Schlechtes, das Ende eines Strafreizes ist etwas relativ Gutes. Und die Erlebnisse, die mit dem Anfang und dem Ende von einem solchen Strafreiz beispielsweise verbunden sind, die werden auch als solches gelernt. Also die Dinge, die vor der Bestrafung kommen, werden als negativ gelernt und die Dinge, die mit dem Ende der Bestrafung, mit dem Relief einhergehen, die werden positiv gelernt. Kahnemann für Fliegen. Ja, kann man so sagen. Das ist im Grunde sozusagen die bestialischste Art von Kognition, die man sich nur denken kann. Also wenn man ein solches Phänomen im Hinblick auf die Kausalität anschaut, dann sind natürlich alle Reize, die einem Schmerzreiz vorausgehen, mögliche Ursachen. Aber alle Reize, die dem Schmerzreiz folgen, sind definitiv keine Ursachen. Das bedeutet, es handelt sich im Grunde um ein Phänomen, was im Kern von allen Kognitionsvorgängen steht, wenn es um Kausalität geht. Es ist also ein Phänomen, was Mensch und Tier genau gleichermaßen verwenden, um mögliche Ursachen zu trennen von Dingen, die definitiv als Ursachen nicht in Frage kommen. Herr Gabor, wir hatten uns ja schon mal unterhalten. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, und zwar deshalb, weil es mich umgehauen hat, ist, Sie sagen, so ein kleines Tier und nicht mal die Fliege, sondern schon die Larve hat Erwartungen, kann man das so sagen? Ja, also Erwartungen sind für die Verhaltenssteuerung etwas ganz fundamental Wichtiges und für alle Organismen, die überhaupt ein Verhalten zeigen können. Man wird es wohl auf den Punkt bringen können, dass man sagt, dass ganz im Wesentlichen Verhalten, insbesondere gelerntes Verhalten, aufgrund von Erwartungen ausgeführt wird. Das heißt, die Tiere tun etwas in der Erwartung auf die Folgen ihres Tuns. Das bedeutet, die Tiere versuchen etwas zu erreichen, sie versuchen etwas Gutes zu bekommen und sie tun das, wo sie erwarten dürfen, etwas Gutes zu bekommen und sie vermeiden das, was zu einer Bestrafung führt, wo sie also erwarten können, dass wenn sie dieses tun, sie eine Bestrafung bekommen würden. Das heißt, im Kern geht es bei der Verhaltenssteuerung, insbesondere beim gelernten Verhalten, darum, das zu tun, von dem man Gutes erwartet und das zu lassen, von dem man Schlechtes erwartet. Und wie kann man sowas untersuchen? Also es könnten ja 1000 Sachen sein. Sie sprechen von Erwartung. Da braucht es doch womöglich einen speziellen Versuchsaufbau, um diese Theorie zu entwickeln, oder? Das ist eigentlich eine ganz einfache sogenannte Pawlowsche Lernaufgabe. Die Larven lernen, dass es bei einem Duft eine Belohnung gibt und bei einem anderen Duft es keine Belohnung gibt. Wenn man die Tiere dann ganz normal testet und ihnen die Wahl lässt zwischen diesen beiden Düften, laufen die Tiere zu dem vormals belohnten Duft hin. Und genau dieses gelernte Verhalten unterbleibt, wenn man die Tiere im Moment des Testes ihnen tatsächlich die Zuckerbelohnung gibt. Wenn sie also im Moment des Testes keinen Grund mehr haben, die Belohnung überhaupt noch zu suchen,
dann stellen Sie das gelernte Verhalten ab. Es ist im Grunde ganz so, als wenn Sie hungrig sind und die Mensa auf dem Campus suchen, und sobald Sie die Mensa gefunden haben und sobald das Essen vor Ihnen steht, hören Sie mit der Suche auf. Genauso machen das die Larven im Prinzip auch. Und bei Bestrafungen das Gleiche. Wenn man die Tiere so trainiert, dass sie bei einem Duft einen vorhin erwähnten bitteren Strafreiz bekommen und in Gegenwart des anderen Duftes nicht, dann ist es so, dass man die Tiere in einer Situation testen muss, wo der bittere Strafreiz da ist. Nur dann verwenden sie ihre gelernte Information, um von diesem Strafreiz zu flüchten, laufen also zu dem Duft hin, bei dem sie vorher in Ruhe gelassen worden sind. Ganz so, wenn Sie in der Mensa sitzen und Sie sehen das Schild vom Notausgang, dann rennen Sie ja nicht sofort zum Notausgang hin, nur weil Sie das Schild sehen, sondern Sie rennen nur dann zum Notausgang, wenn ein Feuer ausbricht. Also ich bin schon sehr beeindruckt, wie nah man dem Sinn des Lebens bei einer 2 Tage alten Fliegenlarve kommen kann. Herzlichen Dank.